Du willst ein neues Mountainbike für 2000 € kaufen? Ich zeige dir heute mal ein ganz besonderes Sahnestückchen für 1799 €, das niemand auf dem Schirm hat. Nämlich das Rockrider Race 47. Jetzt werden natürlich viele erstmal sagen, Moment mal, Rockrider, ist das nicht die Discountermarke vom Decathlon? Stimmt. Aber mit billiger Discounterware hat das Carbon-Bike hier vor mir wirklich nichts mehr zu tun. Die Franzosen von Rockrider haben sich nämlich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. 2024 finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Und da wollen die Franzosen nämlich beim Mountainbike-Rennen um die Medaillen mitkämpfen. Dafür haben sie im ersten Atemzug den Stefan Tempier als Weltcup-Profi verpflichtet, was schon mal eine richtige Ansage ist. Und zeitgleich haben sie eine neue Materialoffensive angeschoben. Die schicke Lackierung hat einige nette grafische Akzente. Die Formsprache mit dem Knick im Hinterbau und dem Wechsel zwischen wuchtigen und dünnen Rohren ist absolut eigenständig. Äußerlich gibt es an der Verarbeitung des Carbonrahmens nichts zu bemängeln. Die Züge verlaufen wie bei nahezu allen aktuellen Carbonrahmen im Inneren des Hauptrahmens. Auch bei der Zugverlegung haben die Ingenieure Köpfchen bewiesen. Hier auf der rechten Seite des Steuerrohrs ist nämlich nur ein Blinddeckel, wo momentan noch kein Zug drin verläuft. Hier kann man aber später den Zug für eine versenkbare Sattelstütze einbauen. Das erleichtert das Tuning im Nachgang. Aber bei der Zugverlegung gibt es auch leichte Kritik. Wenn man die Züge schon im Inneren des Rahmens verlegt, würden wir uns wünschen, dass man solche Schaumstoffhüllen über die Außenhülle des Schaltzugs legt. Das beugt Klappergeräuschen im Inneren des Rahmens vor. Hier hat Rockrider leider gespart. Ansonsten hat der Rahmen alle aktuellen Standards. Zu erwähnen wäre hier das getaperte Steuerrohr der Gabel und der Boost-Einbaustandard bei den Laufrädern. Rockrider verbaut eine 1x12 SRAM GX Eagle Schaltung mit 454% Bandbreite. Die Sunringle Duroc Systemlaufräder sind in der Preisklasse besonders wertig. Mit ihrer 30er Maulweite lassen sie den Reifen sehr voluminös rüberkommen. Das Tretlager hat, wie bei den meisten Carbonrahmen am Markt, den Pressfit-Standard. Außerdem ist das universelle SRAM UDH-Schaltauge verbaut. Das kann man im Falle einer Panne wirklich in jedem Bikeshop nachkaufen. Eine wichtige Frage bei so einem Cross-Country-Bike ist natürlich immer, wie viel wiegt das Bike? Dazu hängen wir es jetzt einfach mal an die Waage. Und die bleibt inklusive Pedale und Flaschenhalter bei 11,8 Kilo stehen. Zugegeben, das ist jetzt kein Spitzenwert, aber man muss das auch ins Verhältnis setzen. Für 1799 € geht das Gewicht vollkommen in Ordnung. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie schlägt sich das Bike auf dem Trail? Die Federgabel lässt sich vom Lenker aus blockieren. Was super angenehm ist, dass sie selbst im blockierten Zustand noch einen Arbeitsbereich von 3 bis 5 mm hat. Das nimmt die kleinen Schläge auf dem Schotterweg bergauf weg und erhöht den Komfort deutlich. Mit dem 70er Vorbau und dem nicht zu langen Oberrohr fällt die Sitzposition moderat aus. Da muss man also selbst als Bandscheibenpatient keine Angst haben, dass Ihnen der Schmerz da im Rücken reinsticht. Das ist eher auf der angenehmen Seite. Dann schauen wir mal, was das Bike bergab kann. Wir sind heute auf den Hohenmödern Trails in Treuchtlingen unterwegs. Und hier oben ist der Trail super verwinkelt. Und da kommt das Rockrider aber echt richtig gut zurecht. Der Grund dafür ist, dass die Geometrie nicht super modern ausfällt, sondern mit dem 68er Lenkwinkel ist sie echt auf der moderaten Seite, was das Handling schön verspielt macht. Also es gibt sicher laubrigere Bikes, aber gerade für diesen Cross-Country-Einsatzbereich, da will man das eigentlich gar nicht so haben. Dann ist man ganz froh, wenn das Bike super um die Kurve geht. Und da muss man hier mit dem Rockrider echt keine Angst haben. Das macht nämlich genau das. Das hat eine intuitive Handhabung und es macht richtig Spaß hier, ehrlich gesagt. Die Federgabel, die kann man mit so einer Luftkammer auf das eigene Körpergewicht anpassen und die funktioniert ehrlich gesagt auch ordentlich. Allerdings dürften sportliche Fahrer da vielleicht bemängeln, dass sie den Federweg etwas schnell freigibt. Aber das ist echt Kritik auf hohem Niveau. Auch der Praxistest offenbart ganz wenig Schwächen. Die Bremsen könnten etwas stärker sein und für meinen persönlichen Geschmack könnte der Lenker ein bisschen mehr Backsweep haben. Natürlich stellt sich aber nur die Frage, was macht die Konkurrenz in dem Marktumfeld? Auf bike-test.com könnt ihr dann auch die stärkste Konkurrenz von den Bike untereinander vergleichen. Das Orbea Alma in der M50 bzw. M51 Version und das BH Ultimate RC 7.0.
Auf den ersten Blick fällt sofort auf, dass die Konkurrenz mindestens 100 € teurer ist. Weder Rahmen noch Ausstattung geben sich eine Blöße. Auf dem Single Trail macht das Bike wirklich Spaß zum Fahren. Den kompletten Test von dem Rockrider Race 47 haben wir euch unten in der Beschreibung auch verlinkt. Und da findet ihr unter anderem auch noch folgende Information, und zwar, dass das Bike relativ klein ausfällt. Ich bin 1,80 m groß und bräuchte definitiv schon die Rahmengröße L.